Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal was komplett anderes als sonst. Ich sitze hier in einem Mietwagen. Ich bin ja wie gesagt mitten im Umzug, habe deswegen ab und an Mietwagen, damit ich auf meine Autos nicht so viel Kilometer drauf fahre. Das ist ja jedes Mal, wenn ich hochfahre Richtung Chemnitz, sind das 500 Kilometer einfache Strecke, das heißt 1000 Kilometer hin und zurück. Und so viel Kilometer will ich wie gesagt auf meine Autos nicht draufballern, deswegen Mietwagen. Es handelt sich hier um einen Opel Grandland. Als letztes Mietfahrzeug hatte ich einen Opel Astra. Alles relativ neue Fahrzeuge und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen reinhören. Ich war sehr enttäuscht, sowohl vom Astra als auch jetzt von dem Grandland. Mir sind viele Dinge aufgefallen, die einfach gar nicht funktionieren, schlecht funktionieren oder in keinster Weise besser sind als bei älteren Fahrzeugen. Fahrzeuge, die ich eben kenne. Wie gesagt, das einzige neuere Fahrzeug, was ich tatsächlich selbst hatte, war der BMW der G-Serie, der M4. Und da war ich ja so unzufrieden, dass ich den, Gott sei Dank hatte ich da einen netten BMW-Händler, der hat den dann früher aus dem Leasing wieder zurückgenommen, weil ich bin mit der Büchse einfach gar nicht zurechtgekommen. So, jetzt wie gesagt, das sind einfach nur meine Eindrücke, das hat hier keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Mir ist es aufgefallen, vielleicht seht ihr es anders. Mich würde es jetzt halt interessieren, wie gesagt, was eure Impressionen oder beziehungsweise was eure Erfahrungen mit modernen Fahrzeugen sind oder waren. Positive Punkte starten wir mal damit. Ich bin ja jetzt 1000 Kilometer damit gefahren, ich muss den gleich abgeben wieder bei der Autovermietung. Ich stehe jetzt hier irgendwo, um noch schnell das Video zu machen. Was mir positiv aufgefallen ist, der Einstieg, also sprich die Sitzposition hier. Ich sitze sehr, sehr gut. Ich habe 3 Bandscheibenvorfälle. Also da muss ich sagen, das war etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Der Langzeit-Sitzkomfort ist wirklich gut. Man sitzt sehr ergonomisch. Der Einstieg ist fast ein bisschen hoch, ne? Also man muss den Fuß schon weit heben. Bei älteren Leuten könnte ich mir vorstellen, ist das dann schwierig. Die werden da wahrscheinlich immer am Einstieg entlang schrabben. Die haben ja dann auch nicht mehr so ganz einfach, den Fuß so hoch zu heben. Könnte dann vielleicht auch wieder ein bisschen nachteilig sein, aber so allgemein die Sitzposition ist sehr gut. Die Lenkradverstellung ist okay, da hätte ich mir gewünscht, dass das Lenkrad noch ein bisschen weiter rausgeht und vielleicht noch ein bisschen mehr in der Neigung, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, das funktioniert wirklich gut. Weiterer guter Punkt oder etwas, was mir positiv aufgefallen ist, ist die Geschichte mit der Anzeige hier. Ihr seht ja, das Display ist so ein bisschen eingelassen, das heißt, wir haben hier so einen Schutz, das heißt, auch bei Tageslicht und krasser Sonneneinstrahlung kann man das noch sehr gut ablesen. Ich finde es ein bisschen klein. Und ja, die Anzeigemodi, die es da gibt, die kann man hier auf dieser Taste kann man die durchschalten, wenn man so drückt. Und dann wechselt der hier so durch die verschiedenen Modi. Da unten kriegt er dann immer angezeigt, in welcher Position oder in welchem Modi ihr seid. Die Kamera das scharf stellt. Ja, kann man machen. Muss man aber auch nicht. Ansonsten, was war noch positiv? Ich glaube, dann hört es schon auf. Ne? Sitzposition und hier, dass das Display eben vor Sonneneinstrahlung geschützt ist. Das war das Einzige. Ansonsten, was mir jetzt negativ aufgefallen ist, sind tatsächlich einige Punkte. Und da das Gravierendste war tatsächlich der Verbrauch. Ne? Das Fahrzeug hat jetzt 137 PS oder so. Und ich bin jemand, wenn ich größere Strecken fahre, versuche ich eigentlich immer zügig von A nach B zu kommen. Das heißt, eine gute Reisegeschwindigkeit zu haben. Gute Reisegeschwindigkeit ist bei mir so zwischen 170 bis 200. Und das fahre ich eigentlich mit allen meinen Autos. Und da ist der Verbrauch bei meinen Autos, also die BMWs brauchen so um die 12 Liter. Der Audi so um die 13,5, manchmal 14 in dem Geschwindigkeitsbereich. Aber eigentlich alles doch weniger als dieser moderne, angeblich ja so viel effizientere Opel mit dem kleinen Motor. Ich habe hier tatsächlich in dem Geschwindigkeitsbereich 170 bis 200, den ich gefahren bin, Verbrauchangaben gehabt oder einen gemittelten Verbrauch von zwischen 15,2 und 15,9 Litern auf 100 Kilometer. Also wirklich krass. Ich bin mit einem vollen Tank, er zeigt jetzt schon wieder, hier so Fake News, zeigt schon wieder, Moment, mal so rum. Er zeigt jetzt hier schon wieder 660 Kilometer an. Das stimmt nicht. Also als ich hochgefahren bin gestern am Sonntag, war die Straße frei und da, wo unbegrenzt war, bin ich halt, wie gesagt, 170 bis 200 gefahren. Und dann habe ich es knapp, so 420 Kilometer geschafft. Dann war der Tank fast ganz leer. Also, das finde ich jetzt kein Fortschritt, auch nicht besser. Die Laufkultur vom Motor ist sehr schlecht, also richtig rappelig, obwohl es ein Benziner ist. Am Anfang dachte ich, vom Motorgeräusch, es steht natürlich Benzin draußen auf dem Tankstutzen, aber vom Motorgeräusch hätte ich erst einen Diesel erwartet. Ja, aber es ist halt ein Benziner. Also wie gesagt, Verbrauch fand ich super schlimm und ernüchternd. Weiteres Thema, ich habe dann hier USB-Stick angeschlossen, um ein bisschen Musik zu hören. Dann kann man hier
über Medien kommt man dann sozusagen an sein externes Gerät und kann da die Wiedergabe starten. Und hier am Lenkrad über hoch runter könnt ihr die Lieder durchwechseln. Und dann habe ich halt, ja, weil ich jetzt keine Playlist hatte oder so, immer mal wieder auch das Lied gewechselt. Zum einen, also ich weiß nicht, die Logik habe ich nicht verstanden. Bin da 1000 Kilometer damit gefahren. Manchmal hat es auf den ersten Tastendruck reagiert, dass das Lied wechselt. Manchmal musste ich zweimal schnell drücken, manchmal dreimal, manchmal fünfmal und hat nicht. Also ich habe nicht verstanden, ob es da ein Muster gibt oder ob es einfach nur so buggy ist, dass es einfach mal geht und mal nicht geht. Ich bin jetzt nach den 1000 Kilometern eher auf dem Standpunkt, dass es einfach super buggy ist und halt mal geht und mal nicht. Das nächste ist, ich bin ja auch viel dann nachts gefahren, weil halt ich morgens früh aufgestanden bin, abends spät zurück und die Tage sind ja jetzt relativ dunkel und ich war so auf der Autobahn, wechsel hier so durch und merke schon, hey, er wechselt das Lied nicht mehr und auf einmal gehen alle Displays aus, also komplett schwarz. Ist natürlich auch gut, wenn man bei 170 auf der Autobahn ist und alle Displays ausfallen und dann haben die erstmal neu gestartet, Musik war weg, sie kamen dann wieder, ja, aber es waren locker so 15 Minuten Blindflug, wo halt hier nichts angezeigt wurde. Also ja, also wenn ich mir vorstelle, irgendjemand hat dafür Geld ausgegeben, ja, also hart verdientes Geld, ne? Also ich weiß nicht, was ich mit dem Opel-Händler machen würde, wenn das mein Fahrzeug wäre. Ja? Also das ist, wie gesagt, allein schon, dass sowas hier nicht durchgängig funktioniert, finde ich ein No-Go. Aber dass dann das ganze System während der Fahrt abstürzt, das ist ja brandgefährlich. Also ja, kann man mögen, ich mag es nicht. Dann nächstes Thema, hier mit dem Licht, habe ich auch erst nicht gemerkt. Ist scheinbar auch irgendwie so ein neues Feature. Der steht ja jetzt auf Auto und wenn man ja bei Tageslicht unterwegs ist, alles gut. So mittel- oder sage ich mal Dämmerung, wo es ein bisschen dunkler wird, auch noch alles gut. Wenn es dann aber richtig dunkel wird, dann bedeutet Auto wohl scheinbar auch, dass er automatisch Fernlicht macht. Und ich habe nicht rausgekriegt, wie man es ausschalten kann. Wenn ich hier während der Fahrt den Wahlhebel betätigt habe, hoch oder runter, hat sich die Einstellung nicht geändert. Und er hatte dann immer hier oben im Display, hier oben links hat er dann immer angezeigt, eben sowohl Fernlicht als auch normales Abblendlicht und hat dann da eben immer gewechselt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man es ausstellt. Es tut mir leid an alle, die geblendet worden sind. Die ein oder andere Lichthupe gab es, aber ich habe hier nichts gemacht. Ja? Und wie gesagt, solange es einigermaßen hell ist draußen, ist auch einfach nur das normale Abblendlicht an. Sobald es aber richtig dunkel wird, schaltet er irgendwie das automatische Fernlicht dazu. Man merkt das dann auch beim Fahren, dass er dann die Schilder auf der Autobahn so anstrahlt. Ja, die sind dann total überblendet. Finde ich jetzt auch keinen Fortschritt. Ich konnte die Schilder gar nicht richtig lesen, weil sie so hell waren. Also das mit dem Licht fand ich auch ein mega No-Go. Dann der Blinker, wenn ich den jetzt mal anmache. Na, falsche Taste. Ja, das Geräusch ist auch sehr ähnlich zu dem Geräusch, was er anzeigt, wenn man diesen Geschwindigkeitswarner anhat. Dann kommt auch ein ähnliches Geräusch, finde ich dann ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat. Dann der Scheibenwischer, ich hatte ihn ja eben betätigt. So, ja, 180 tut er sich richtig schwer. Also der stockt dann so beim Wischen. Auch heftig für ein modernes Auto. Kann aber natürlich auch an den Wischerblättern liegen, das weiß ich nicht. Dann das nächste, was ich auch super nervig fand, ist eben die Geschichte mit den Assistenzsystemen. Also es gibt hier gar keine Direktknöpfe mehr, um irgendwie Start-Stopp oder irgendwas auszuschalten. Man hat hier noch den Drive-Mode-Selektor für Eco, Normal und Sport und das war's. Dann diesen widerlichen Gangwahlschalter. Wenn man das Auto startet und schnell nach unten drückt, so mehrere Rasterstellungen, dann kommt man zumindest auf D. Wie man direkt aus P auf R kommt, habe ich noch nicht rausgefunden. Meistens lande ich in N oder in D, muss dann immer noch mal hochdrücken. Also da war mir halt auch ein Gangwahlschalter. Mir war es viel lieber. Ich habe genau gewusst, in welche Position ich ihn bringe und es war einfach. Ja. Hier ist es jetzt merkwürdig. Dann Assistenzsysteme, wenn man die ausschalten will, muss man hier auf dieses Fahrzeug-Icon. Und da ist mir schon aufgefallen, ist teilweise eine enorme Verzögerung. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil das Fahrzeug ja schon länger an ist. Ich drücke mal drauf. Achtung, ich drücke jetzt. Fantastisch. Perfekt. Ne? Ihr habt gesehen, ich habe gedrückt. Man hat es auch gehört, denke ich. Aber er hat gar nicht reagiert. Ich drücke nochmal. Jetzt hat er es gemacht. Und das ist überall. Ne? Also das ist, sag ich mal, so ein Erlebnis, was sich hier im ganzen Auto durchzieht, diese Taster. Also völlig random, wie die darauf reagieren, auf die Eingabe. Dann müsst ihr auf Funktionen gehen. Und hier habt ihr so eine riesige Liste an Assistenzkacke, die ihr bei jedem Mal, wenn ihr das Auto startet, müsst ihr den Mist wieder ausschalten. Ich mache den Spurhalteassistent. Ja, komm. Dann blendet das hier rüber, sodass man da gar nicht mehr rankommt und auch nicht mehr gut scrollen kann. Fantastisch, wer sich das ausgedacht hat. Dann Start, Stopp. Jetzt ist natürlich der Motor angegangen.
Dann Bremssystem brauchen wir nicht. Also es ist alles, das nervt auch beim Fahren. Man merkt richtig, wie die Systeme nicht ordentlich funktionieren, aber dazu gleich auch noch mehr. Dieses Warnungsding, ja, und dass das hier einblendet, dann kann man nicht ordentlich scrollen. Also wer sich das ausgedacht hat, wirklich, also wir sehen uns in der Hölle. Ja, also wie gesagt, wenn ihr diese Assistenzsysteme sucht, die sind hier, dann könnt ihr die alle ausschalten. So sieht das dann aus. Dann funktioniert das Auto auch einigermaßen normal. Und jetzt, wie gesagt, diese Assistenzsysteme. Also der Schildererkenner, ja, der ist also höchstens Beta-Stadium. Da muss man aber schon wohlwollend sein, eigentlich Alpha-Stadium, weil er erkennt keine Zusatzschilder. Bedeutet, wenn ihr 120er Schilder habt, wo drunter dann steht eben nur bei Nässe, erkennt er nicht, zeigt euch immer 120 an. Wenn ihr überhaupt ein Schild erkennt, erkennt das immer verzögert, ne? Und dauert dann teilweise bis zu 5 Sekunden, bis er die neue Geschwindigkeit anzeigt. Und nur zur Erinnerung, in Deutschland gilt Geschwindigkeitsbegrenzung ab Schild. Das heißt, wenn der 5 Sekunden später reagiert, da steht irgendwo ein Blitzer, ne? Seid jetzt, was weiß ich, mit 170 oder so unterwegs, dann kommt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ihr kriegt das zu spät angezeigt oder halt diese 5 Sekunden später, fangt dann erst an runter zu bremsen, ja, da kann es euch sein, dass ihr geblitzt werdet und dann viel Spaß, ne? Also weil, wenn ihr euch darauf verlasst, das funktioniert dann nicht sauber. Dann erkennt er keine Verkehrsleitsysteme, also ihr kennt ja diese großen Metallkonstruktionen über den Autobahnen, wo so Displays hängen, wo dann eben dynamisch Geschwindigkeiten oder Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden. Die erkennt er auch nicht. Das heißt, wenn die also zum Beispiel aus sind, bedeutet das ja, es herrscht keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Die sind meistens aus, wenn halt irgendwo eine Baustelle ist und sozusagen dann niemand aktiv irgendwie da immer nach der Baustelle einblendet, jetzt ist Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Bedeutet, ihr verlasst die Baustelle und er zeigt euch weiterhin 80 an, obwohl die Geschwindigkeit schon aufgehoben ist. Gleiches gilt auch für Ein-Ausfahrten. Wenn man auf die Autobahn auffährt, muss nach der Auffahrt eben entsprechend beschildert sein. Ist ja logisch, weil alle, die auf die Autobahn auffahren, die wissen ja nicht, welche Schilder vorher standen. Also wenn es Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, müssen sie nach der Auffahrt wieder angebracht sein. Und bedeutet, wenn keine Schilder sind nach einer entsprechenden Ein- oder Ausfahrt von der Autobahn, vor allem eben hier die Einfahrt ist da relevant, wenn ihr also an der Stelle vorbeikommt, wo eine Zuleitung ist auf die Autobahn und da ist dann kein Schild angebracht, bedeutet es, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben ist. Auch das erkennt das System nicht. Ja, also dieser Lichtassistent geht nicht, die Knöpfe gehen nicht, das System stürzt ab, der erkennt nicht jeden Tastendruck, dass man das hier immer wieder ausschalten muss. Es ist echt schwierig. Dann dieser hohe Verbrauch, ja, also ich weiß es nicht. Ich bin megamäßig enttäuscht. Ich finde es eine Frechheit. Wie gesagt, wenn ich überlege, irgendjemand gibt dafür gutes Geld aus, ja, Geld, was er ja hart erarbeitet hat, dann ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Ja, einerseits, dass die Leute sich das gefallen lassen. Also ich weiß nicht, habt ihr so ein modernes Auto gekauft? Wie sind eure Erfahrungen? Seid ihr happy? Bin ich zu pingelig? Bin ich einfach aus der Zeit gefallen? Und das ist halt so, man muss halt heute damit leben, dass man für teures Geld Systeme bekommt, die nicht funktionieren. Und ich weiß es nicht, ja. Also ich bin unzufrieden. Ich würde mich super ärgern. Ich weiß schon, warum ich keine modernen Autos mehr kaufe. Auf das habe ich echt keine Lust. Das ist mir einfach zu unausgereift, zu unausgegoren. Und am Ende ist ja auch so, wenn irgendeins von diesen Assistenzsystemen nicht richtig funktioniert und ihr deswegen einen Unfall baut, ja, ist ja nicht so, dass der Hersteller die Verantwortung übernimmt, sondern ihr. Das heißt, wenn schon diese Systeme drin sind, meiner Meinung nach, dann müssen sie auch wirklich 100% zuverlässig funktionieren. Und wenn hier schon ständig das System abstürzt, nicht jeder Tastendruck erkannt wird, dann muss ich sagen, habe ich ganz große Zweifel, dass diese anderen Systeme wie Notbremsassistent, Spurhalteassistent in allen Situationen einwandfrei funktionieren. Und ich habe keine Lust, mein Geld dafür auszugeben, am Ende dann nachher die Schuld für etwas zu übernehmen, wo ich nicht für verantwortlich bin. Deswegen schalte ich die Systeme auch immer aus. Dann bin ich verantwortlich. Das ist meine Eigenverantwortung und so, finde ich, sollte es auch sein. Und nicht eben, dass man hier in Anführungszeichen vermeintlich Verantwortung abgibt und dann am Ende trotzdem dafür gerade stehen muss. Ja. Also wie gesagt, so ein kleiner Rant hier zu den modernen Fahrzeugen. Ich bin nicht sonderlich zufrieden gewesen. Bin auch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, wie schlecht die ganzen Systeme funktionieren. Würde mich freuen, wenn ihr auch die ein oder andere Erfahrung teilt. Wie gesagt, ist jetzt subjektiv, kommt vielleicht auch einfach aus einer anderen Zeit und sehe das anders, aber ich finde es irgendwie schon eine Frechheit. Deswegen lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und schaltet gerne auch beim nächsten Video wieder ein. Demnächst gibt es nochmal ein Update zur Renovierung. Ich habe ein bisschen Gas gegeben. Da kommt dann demnächst nochmal ein Update-Video, wie jetzt der Stand ist. Und ihr seht es ja auch, heute ist der 10.11.
So richtig viel Zeit habe ich ja nicht mehr. 31.12. ist Stichtag, da muss ich auf jeden Fall umgezogen sein. Drückt mir die Daumen, dass alles klappt. Insofern euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.